Ja, zwei Sechsen, sagenhaft. Die muss. Ah, jetzt hat er es weggenommen. Jetzt Ey, ist wieder sagenhaft. Das ist wahrscheinlich wieder der Wurf, auf den es ankommt. Wir brauchen eine 5. Oh! Trotz Down, Flamer, Geschichte. Super. Müssen Sie ganz normal einen Moraltest machen. Den Und Sie den auch. auch sofort auch verkacken. Ostroben halt, ne? Die haben schon mal keinen Bock. Heißt auf die 4 werden die Jungs da oben gekillt. Das gibt's nicht. Das ist aber ein richtiger Kackwurf. Ja. Also wenn ich jetzt diesen Nahkampf gewinne, das ist ja wirklich... Ich nehme das schon mal weg. was habe ich denn jetzt? Ich habe ja noch alle da, das 7 Mann, ne? Genau. Ich habe auch... Guten Morgen, Mahlzeit, Grüezi, hallo. Und was das so gibt. Ja, wir sind mal wieder da. Haben uns ja lange nicht blicken lassen. Im Moment ist es entweder zu warm, ich habe zu viel zu arbeiten. Oder ich bin auch im Stress. So sieht's aus. Dementsprechend leider ein bisschen rar gesät unsere Videos. Viele Versprechen nicht eingehalten, werden aber alle noch nachgeliefert. Wie zum Beispiel meine Miniserie. Die habe ich zwar alle schon auf dem Handy, aber irgendwie komme ich noch nicht mal davon dazu, die vom Handy zu ziehen. Dementsprechend, Jungs und Mädels, wir liefern nach. Aber es dauert ein bisschen und ja, im Moment. Aber wenn dann mit Qualität. Ja, dann kann man drauf warten. Das verspreche ich nicht. Damit stehe ich mit meinem Namen. So sieht's aus. Genau. Ihr wisst, er schneidet, ne? Deswegen gibt es die gute Qualität. Ja, ihr seht, heute mal kein Pazifik oder Wüste, sondern wir haben uns einfach mal getroffen, um ein kleines Gefecht im Stadtgebiet zu machen. Wir sind am Randgebiet von Berlin. Ein paar Fallschirmjäger der Briten sind auf Patrouille geschickt worden und sollen das Gebiet hier klären. Und dementsprechend, ja, haben wir was vor. Genau. Also wir haben uns heute mal überlegt, weil wir das Thema Stadtkampf ja schon seit längerem auch auf unserer Agenda haben und das auch irgendwann mal richtig gut ausgebaut werden soll. Und wir hatten schon mal ein Stadtkampfspiel gehabt, das hattet ihr ja auch gesehen und das hat uns alleine schon viel Spaß gemacht. Genau. Und in dieser Form wollen wir es heute auch nochmal machen. Also wir spielen jeweils mit knapp 500 Punkten. Genau. Und kämpfen uns praktisch nochmal durch die Stadt, um einfach jetzt nochmal wieder das Feeling ein bisschen zu bekommen, wie das Ganze so abläuft, um das halt dann irgendwann auf diese große Stadtkampfplatte zu übertragen, wo wir schon einige Pläne haben, die ich jetzt nicht weiter ausführen werde. Nicht, dass das wieder in zu viel Versprechen übergeht, aber da kommt auf jeden Fall was, das ist klar. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt auch schon direkt in die Truppenvorstellung. Genau. Stellen euch dann nochmal das Gelände vor, was wir aufgestellt haben. Und sagen nochmal, was ist. Und Richtig. Danach würde ich sagen, Gehen wir einfach rein. Genau. Bis gleich. Action. Wir fangen an mit den britischen Truppen. Ich spiele heute einen Lieutenant. Der Lieutenant ist frisch von der Uni, hätte ich fast gesagt, aus der Grundausbildung. Dementsprechend ein unerfahrener zum Generieren eines Würfels und vielleicht, wenn ich dran denke, ein Snap to Action. Ein Veteranen-Sniper, ein Veteranen-Flammenwerfer, dann 3 identische, ganz normale Trupps, 5 Mann stark, 2 Gewehre, 3 MPs. Der NCO hat auch eine MP. Dementsprechend brauche ich da nicht viel mehr zu sagen. Dann natürlich für die Briten der freie Artillerieobserver, der muss mit. Und mein kleiner Kumpel ist wieder dabei, der Tetraich. Allerdings heute nicht mit dem Turm, wie er da dargestellt ist, sondern er trägt eine leichte Haubitze. Ja, da wäre auch mal interessant, gibt es dafür überhaupt ein Modell? Wenn es einer weiß, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich hätte nämlich gerne noch das mit der Haubitze. Das finde ich nämlich schon ziemlich cool, dass dieses kleine Ding auch eine Haubitze tragen kann. Weil die spiele ich ja ganz gerne. Genau, das wäre es von meiner Seite. Sind 8 Würfel, 507 Punkte wurden mir zugestanden. Dementsprechend kommen wir zu den Deutschen.
Okay, kommen wir zur deutschen Truppe. Wir fangen natürlich an mit den Offizieren. Wir haben hier einen Leutnant mit Assistenten, Veteran, beide haben eine MP. Dann spiele ich heute mal was ganz Besonderes, und zwar ein Goliath Anti-Tank-Team. Das wird auch mal ganz interessant. Näheres dazu dann im Spiel, auch als Veteran aufgestellt, und der NCO hat eine MP. Dann geht es weiter mit einem Pionierteam, mit einem Pioniertrupp, auch Veteran, und natürlich den obligatorischen Flamer mit dabei, und der NCO hat eine MP. Dann eine frühe Waffen-SS, also meine sind alle so ein bisschen auf Early War ausgerichtet. Die frühe Waffen-SS, also praktisch nur Gewehre, und der NCO hat eine MP und natürlich mit Fanatic-Regel ausgerüstet. Dann noch einen Heerestrupp, regulär. Die haben dann noch ein LMG zur Unterstützung mit dabei. Und einmal ein Trupp Osttruppen. Ja, natürlich unerfahren. Das war's. 6 Order Dice. Du hast? Ich habe 8. Du hast 8. Genau. Dein Osttruppen-NCO, der hat ja sogar einen Notausknopf am Kopf, wa? Genau. Wenn alle Stricke reißen, geht die Lampe an. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, Stellen wir jetzt gleich nochmal hier unsere Platte vor und dann geht's los. die Platte besteht aus ganz vielen Häusern und natürlich aus 4 Modulen. Die Module, dieses hier, das ist mein Startmodul, das heißt, ich komme hier von den Kanten rein. Habe dann den Auftrag, die anderen 3 Module entsprechend aufzuklären. Das heißt, ich muss an jedes Gebäude rangehen, um zu gucken, ob eine Einheit drin ist. Ich merke natürlich, ob eine Einheit drin ist, wenn ich beschossen werde. Das ist mein Auftrag. Das heißt, eine voll aufgeklärte und von Einheiten gesäuberte Platte bringt mir 2 Punkte. Eine Platte, die nicht gesäubert wurde, bringt den Deutschen 2 Punkte. Und ansonsten haben wir natürlich entsprechend Einheitenpunkte, die je 1 Punkt pro vernichtete Einheit beträgt. Das Gelände ist von Foreground, glaube ich. Foreground, ja. Genau, richtig. Ist ein riesengroßes Gebäude, was man auch zusammensetzen kann. Ist mal irgendwie als Stalingrad-Gebäude rausgekommen. Das fand ich total cool. Und dementsprechend setzen wir das heute zum ersten Mal ein. Ja, die Gebäude werden wir auch als Gebäude spielen und wir werden auch komplette Sichtlinien spielen. Das heißt, man kann auch jemanden anvisieren, den man durch ein Fenster sieht. Das finden wir in der Stadt viel schöner. Dementsprechend werden wir das so handhaben. Dense Terrain an sich haben wir so gesehen gar nicht, weil das macht natürlich den Stadtkampf aus. Richtig, genau, ja. Ja, alle Gebäude sind natürlich entsprechend harte Deckung. Wir haben hier zwischen noch stellenweise so ein paar Kisten, die sind natürlich entsprechend leichte Deckung. Ja, und alles andere wird sich im Spiel geben. Richtig. Genau. Alles klar, dann würde ich sagen, Let's go! auf ein faires Spiel. Erste Runde. Kleiner Nachtrag noch. Alle deutschen Einheiten sind in den 3 Feldern, die ich erforschen muss, natürlich schon gesetzt. Richtig, genau. Die stehen im Moment natürlich noch hier auf den Platten. Ja. Wir haben kleine Zettel unter den Gebäuden. Das heißt also, wenn ich an die Gebäude rangehe und nicht beschossen werde, kläre ich erst auf, wenn ich am Gebäude dran stehe. Dementsprechend, ja, werden wir schauen, wo die Zettel unter den Gebäuden kleben. Richtig, genau. Surprise, surprise. Genau, so sieht's aus. So, wir spielen 6 Runden. Runde 1. Würfel. Christian hat den Würfelsack und Sieht sich selbst. Sehr gut. Dann Würde ich sagen. auf Patrouille, Kamerad. Jawohl. Tja, dann würde ich mal sagen, kommt hier der gute alte Schief erstmal rein.
macht auch entsprechend hier sofort eine Vorwärtsbewegung ran an den Speck. Zack. Und hat eine Run-Bewegung gemacht. Dann geht es gleich zum nächsten. Oh, schon wieder. Jo, dann kommt der nächste Trupp. Der Deutsche kann natürlich seine Stellung auch jederzeit verlassen, um mich zu bekämpfen. Ich bewege mich jetzt erstmal relativ offen, weil ja, ich muss erstmal Meter machen. Ja. Deswegen schauen wir mal, wo wir hinkommen. So, und der Deutsche. Ciao. So, mein erster Würfel. Meine Einheit ist ja versteckt. Und ich stelle die Osttruppen auf den Ambush. Alles klar. Dann zieh mal dein Glück. Und es ist nochmal grau. Alles klar. Ja. Ja, so viel bleibt dir ja gerade nicht über, es sei denn, du willst dich entblößen. Nö, das möchte ich aber auch nicht. Deshalb der Heerestrupp mit dem LMG geht ebenfalls auf den Ambush. Alles klar. So, dann der nächste Würfel. Das bist wieder du. Jo. Dann werde ich meinen Tetraich mal reinkommen lassen. Der darf ja 9 Zoll fahren. Da ich nicht komplett über die Straße fahre, stelle ich den auch erstmal hier. Drehe mich noch so ein kleines bisschen, damit ich frei bleibe, wo ich gleich hin will. Okay. Genau. Das hier dafür. Das nächste war ein deutscher Würfel. Genau. Und ich packe die Waffen-SS ebenfalls in einen Ambush. Versteckst du dich, du feiger Wicht? Ja. Ich warte, was da kommt. Grün. So, der nächste Würfel für Christian. Das geht natürlich jetzt erstmal Schlag auf Schlag in der ersten Runde. Er versucht hier so ein bisschen im Halbkreis vorzugehen. Und positioniert hier den nächsten Trupp. Ist ein Run gewesen, ne? Das war ein Run, genau. So, nächster Würfel für Christian. 3 Einheiten sind noch draußen. Ja, ich werde meinen Artillerie-Observer mal reinkommen lassen. Der wird dann entsprechend das Gebäude betreten, aber da ist ja gar keine Leiter, da kommen wir gar nicht hoch. Ja, Sehe ich Ich habe eine Leiter. Also wir machen mit Leiter. Ich habe das irgendwo gleich. Ich finde die gleich. Kannst schon so, dass du... Meinst ich komme da hochgekratzt? Ja, genau. Alles klar. Ich betrete und darf ja dann mit einem Run die erste Runde. Zack. Genau. Der nächste Würfel ist ein britischer. Ich werde hier meinen freien Artillerie-Observer mal reinbringen. Und entsprechend glaube ich, hat der von hier eine ganz gute Übersicht. Oder besser von da. Ja, ich kann ja bis hier reinkommen, das ist ja meine Kante. Ich werde hier mit einem Run das Gebäude betreten und in der nächsten Runde werde ich mich da irgendwo nach oben begeben. Okay. Genau. So, der Deutsche hat gerade 2 Würfel nacheinander gezogen und entsprechend... Genau, die restlichen beiden Truppen auf Ambush gestellt und jetzt hat Christian noch den nächsten Würfel. Genau, ich werde mal hier meinen Sniper reinkommen lassen. Der wird auch einen Run vollziehen. Oh, Junge, vorwärts laufen, nicht rückwärts. Und dann ziehe ich direkt den nächsten Würfel
ist der letzte oder? Ach nee, Nee, 2 fünf. Einheiten. Mhm. 3 sind noch drin. 3 noch. Der Deutsche. Jo, dann mein Goliath-Team, das letzte. Geht auch auf den Ambush. Genau, dann geht das relativ schnell. Ich werde hier mal den Flamer noch reinrennen lassen. Und der letzte Trupp. Dann würde ich hier, Einen Ambush auslösen? ja, und zwar für diese Truppe hier, die sich hier in diesem Ding befindet, ja. Alles klar. Das Was muss hast du ich, da drin? muss ich selber erstmal gucken, ich weiß es nicht mehr. Guck mal unten drunter, oder? Man muss dazu sagen, wir haben das gerade so gemacht, dass ich rausgegangen bin und Chris hat in der Zeit die Zettel versteckt. Genau. So, wir haben da die Nummer 5, ich weiß es nicht, leider jetzt schon wieder selber nicht mehr, wie es immer so ist. Die Nummer 5 ist hier, das Pionierteam. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. So, und die haben jetzt den Flamer, oder wie war das? genau reagiert und wollen sich jetzt hier eben den Flamer schnappen. Ich werde es jetzt eben erstmal kurz aufstellen Genau. und dann gucken wir uns das Drama gleich mal an. Ne? So, die Pioniere, wie gesagt, haben sich jetzt zu erkennen gegeben. Und ich habe jetzt hier in der Front, meine ich, 3 Soldaten, die Laser, die sich jetzt hier, das war der Sniper, ne? Mhm. Ah, die 2, ja, können auch da ums Eck schießen. Also sind das 4 Mann. Die anderen, die sind hier hinten, die wirken nicht. Dann haben wir jetzt einfach nur 4 Gewehre. Kriegen die Jungs Deckung durch das ganze Geraffel, was dazwischen Genau. ist? Ja, ne? Da gibt es noch Deckung für dich. Ich stehe zwar hier an, aber hier kommt ja auch nochmal wieder Ja, genau. was dazwischen. So, und wir haben jetzt hier trotzdem, ja, wobei der eine ist kurz, aber die restlichen sind lang. So, das bedeutet, du bist ein kleines Team. Das wären Ja. die 4. Wir haben einmal kurz. Wir haben einmal lang, wäre die 5. Und wir haben Deckung. Harte Deckung, weil haben wir gesagt, die Gebäude sind Genau. harte Deckung. Also die 6 und das andere wäre dann die 7. Richtig. So, dann nehme ich nochmal einen anderen Würfel für die 6. Dann nehmen wir mal hier den weißen. Mein Mini-Würfel. Schauen wir mal. Hier können So. wir nochmal versuchen. Ja. Yay! Und du bist. Treffer Veteran, sind ne? Veteranen, ja? Also brauchen wir noch eine 5. Nein. Nein. Aber- Aber ein Pin. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Also einer hat schon mal Getroffen. Fleischwunde zumindest verursacht. Du hast da hier vorne, das ist ja der Flamer. Ich denke mal, du hast gerade hier so auf das Flamerrohr getroffen oder Ja. so. Ne, sowas so. Ach stimmt, das ist ja gar nicht dein Sniper. Ich bin jetzt gerade von deinem Sniper aus. Nee, das war der Flamer. Ich sag doch, das wird ein Flamer-Duell. Bitte nicht. Bitte nicht. Burn, Hollywood. Das hat man schon mal. Da war das ganze Gebäude in Schutt und Asche. Okay, sind wir durch? Sind wir durch. Ja. Dann Zweite Runde. Zweite Runde. So, wir waren noch nicht fertig. Wir waren etwas vorschnell. Erstmal hatte ich hier noch einen Trupp, den ich hier mit einem Run hinters Haus laufen lasse. Und Chris hat natürlich noch eine Masse Ambush-Sachen liegen. Und er möchte versuchen, einen davon zu lösen. Richtig, genau. Und zwar würde ich gerne den Heerestrupp mit dem LMG versuchen zu lösen. Müsste jetzt einen W6 würfeln. Ob die das jetzt im Nachgang packen? Genau, 4 bis 6 machen sie und 1 bis 3 haben sie verpennt. Sie Ja, schaffen es. sie schaffen es. So, dann ergeben die sich erstmal Dann zeig mal, wo die Jungs sind. zu erkennen. Zack. Das ist die Du weißt, wenn der Zettel nicht gefunden wird, dann sind die verloren. weg, ne? Dann sind die im Warp. Dann sind die fahnenflüchtig geworden. die Im Kollegen. Time Warp. Richtig. So, dann sind die hier im Hochhaus. Und zwar in der Mitte des Hochhauses, so dass wir da keine Probleme bekommen mit der Sichtlinie.
So, hier ist der LMG-Schütze mit seinem Kompagnon. Also sind praktisch ganz oben in der obersten Etage und versuchen jetzt hier mit der guten Position jetzt zu wirken. Und zwar durch den Flur hier zwischen diesen zwei Häusern, diesen Trupp hier vorne anzupinnen. Das brauchen wir ja jetzt hier. Wir können im Prinzip alle hier schießen. Und ja, ich würde jetzt auch behaupten, dass du ja keinerlei Deckung hast, ne? Wobei, die sind 3, die sehen dann schon wieder nur einen. Doch, da würde ich dir Deckung gewähren, weil ich sehe nicht immer alle. Ich würde dir trotzdem harte Deckung geben, weil ich sehe nicht immer alle. Alles klar. Ja. So, dann fangen wir mal an. Das bedeutet, wir haben ein LMG. Das sind schon mal 5 Schuss für die Deutschen. Dann die restlichen sind alle mit Gewehren. So, einer ist Dings, einer ist Loader. 1, 2, 3, 4 Gewehre da noch dazu. So, wir haben gesagt, Christian hat profitiert von schwerer Deckung, dann ist das die 5. Hm? Hast du die Reichweite schon gecheckt? Achso. Wichtig, gut. LMG ist klar. Boah, ist auch nicht so klar. Sorry, ich sehe es von da nicht so. Der ist... Guck du mal, ich halte es mal hier nur. Ja, du hältst jetzt auch da. Du kannst ja an der Gebäudekante gehen. Genau. Dann brauchen wir gar nicht. Genau, sind wir bei 15 beim vordersten. Gut, das bedeutet aber trotzdem, dass die Gewehre lang sind. Das heißt, genau. Ich nehme 4 Würfel für die Gewehre, nochmal eine andere Farbe. Das heißt, Gewehre sind dann auf die 6. Und das leichte Maschinengewehr bleibt auf der 5. Keine 6. 2 Sechsen für das Maschinengewehr. Es gibt zumindest einen Pin. Dann bist du Veteran. Ja, die Paratrooper sind wie immer Veteranen. Und keinen, nur ein Pin. 4 und 2. Ja. Das übliche Würfelglück. Oh. Du hast keine Explosionswaffe mitgenommen. Wolltest ja. Ach so, ja. Entschuldigung. Wo ist dein Mörser? Wo sind deine Haubitzen, Captain Armageddon? Du bist gerade degradiert worden. Ich habe mir diesmal einen dicken Käfer mitgenommen. Ja? So. Ja, da bin ich so mal drauf gespannt. Das Modell, das ist auch so geil. Wenn der da rüberrollt. Ich muss es nochmal ins Bild bringen. Ja. Da ist er. Der allererste Einsatz nach x Jahren. Ich wollte gerade sagen, den hast du doch ganz am Anfang schon gehabt, ne? Der ist doch uralt. 2 mittlerweile. Ja, das ist super. Ja, dann würde ich sagen, jetzt möchtest du keine Ambushes mehr lösen, dann war's das. Richtig. So, Christian, zweite Runde und er hat grau. Deutscher. Okay. Dann fangen wir mal an. Wir versuchen hier die Kameraden Pioniere zu aktivieren. Und ja, hoffen mal, dass das irgendwas bringt. Wir haben ja keinen Pin, also. Richtig. So, der Deutsche hat sich entschieden, mit seinen Pionieren einen Advance zu machen. So sieht's aus. Aus dem Gebäude hinaus. Zack. Zack. Genau. Und ich möchte gerne ja, ich muss den Flamer versuchen zu erschießen. Kann ich jetzt mit dem Flamer, meinen eigenen Flamer jetzt nicht wirken, das ist klar. Aber mit den restlichen Gewehrschützen 10 und die sind auch aus, also sind die alle kurz. Gut, Flamer ist scheißegal. Gut. Ich muss eben gucken, ob hatte ich eine MP? Ich glaube nicht.
Doch, du hattest eine MP, hattest du jedenfalls vorhin vorgelesen. Nee, stimmt. Ein MP-Mann, der muss ich gucken, wo der ist. Ach, der ist hier. Ah ja, er kommt Passt. noch ran. Ist lang. Alles klar. Gut, okay. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Gewehre und einen MP-Mann. Natürlich 2 Schuss. Genau. So, wir haben uns bewegt, ist die 4. Du bist ein kleines Team, du könntest noch down gehen. So ein kleines Team wäre die 5. Weißt du was? Ich gehe down. Gehst down. Dann ist es die 6, 7. Für alle. Dann brauche ich eigentlich auch die anderen Würfel schon gar nicht nehmen. Weil Ich wollte gerade sagen, da brauchst du keinen anderen Würfel nehmen, ist alles 7. gut. Schauen wir mal. Oh, 2 Sechsen sehe ich schon mal. 6 haben wir wieder. Und ja, 2 Sechsen, sagenhaft. Die muss. Ah, jetzt hat er es weggenommen. Jetzt Ey, ist wieder sagenhaft. Jetzt ist wahrscheinlich wieder der Wurf, auf den es ankommt. Wir brauchen eine 5. Oh! Trotz Down, Flamer, Geschichte. Super. Pioniere. Dann Vorwärts. dein erster Punkt. Geil. Ah. die brutalste Waffe, die Angstwaffe ausgeschaltet. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, nicht schlecht. Ich ziehe mal den nächsten. Ein Englischer. Jetzt gibt es hier Counter. So, ich mache ein Snap to Action. Vergesse ich ja sonst immer ganz gerne. Ich werde einmal mich mit meinem Lieutenant, mit meinem Second Lieutenant bewegen. Damit ich den schön in Nähe bringe, werde auf den Trupp schießen. Ja. Das werde ich direkt mal machen. Das heißt, sein, ne? die 3, ne? Jo. Ja. Ein Treffer. Und es sind Veteranen auf die 5. Nein, aber Pin. das ist schon mal der Pin. Und dann werde ich das mit den Jungs auch machen. Die werden sich auch advanzen. So, die haben 3 MPs. Okay. Ich messe mal kurz nach. Sind alle 6 Zoll. Ach, hier habe ich gerade vergessen, Point Blank abzuziehen. Aber hätte nichts Ach geändert. so. Ja, stimmt. Aber hätte nichts geändert. So, 2 Gewehre. Das haben wir hier. Und 6 mal die MP. Die Gewehre schießen auf die. Lange Reichweite kriegst du. Quatsch, Genau. bewegt meine ich. Point Blank. Entschuldigung, bewegt. Point Blank auf die 3. Ja. Und die MPs schießen auf die 2. Mhm. So, erstmal die Gewehre. Treffen beide. Die MPs. Das ist mal richtig gut. Sind 3 Stück. Und mal gucken, wie viele 5 dabei sind. Eine 3. 3 und einen kannst du picken. Nein. Ja, immerhin. 3 Tote. Und der Pin geht hoch. Und ich nehme mal hier 3 Kameraden weg. Zack. Ja, das war im Prinzip die Retourkutsche, ne? Genau. Ja, noch nicht ganz. Muss ja noch auslöschen. Ne? Feuerbefehle ausführen. Ja, der nächste Würfel ist Deutsch. Es gibt hier wieder die Retourkutsche mit dem Beschuss aus dem Gebäude. Genau. Dementsprechend, da waren wir vorhin bei kurzer Reichweite für das LMG, bei langer Reichweite für die Gewehre. Richtig. Das heißt Gewehre 6, LMG 5. Ja, Frage zuerst. Deine Reaktion? Bleibst kein Bleibe. Ich muss mich ja innerhalb von 6 Runden relativ weit bewegen, deswegen werde ich mich mit dem nicht down setzen. Oh. Gut, dann bedeutet das, ich mache erstmal das LMG. 5 Schuss, kurz.
Und wir hatten gesagt, schwere Deckung, ne? Ja. Also auf die 5. Wir Oh, haben oh, oh. eine 6 nur, das andere sind 4. Zack. Oh, tatsächlich. Ich habe durch die Box tatsächlich Sechsen gesehen. Das waren 3 4. Und, nein. Notting. So, da kriegst du aber schon mal einen Pin, weil Ja. ich dich ja getroffen habe, genau. Und 4 Gewehre auf die 6. Nein. Kein Treffer. Gut. Ja. Gut, dann ziehe ich einfach mal den nächsten Würfel. Und Der ist grün. ja, Christian macht jetzt hier ein Advanced mit der Truppe, die da am Rand des Schlachtfelds steht. Nähern sich natürlich auch jetzt nochmal den angeschlagenen Pionieren. Und werden bestimmt auch das Feuer eröffnen. Ja. Reichweite sieht ja wieder ziemlich Mau für gut dich aus. aus. Ja. Genau. Dementsprechend haben wir wieder 2 Gewehre auf die 3. Ja. 6 MPs auf die 2. Jetzt mal gucken, ob ich besser kann. Mhm. So, erstmal die beiden Gewehre. 1 trifft. 1 für Arsch. Und das sieht besser Das sieht aus. sehr gut aus. Genau, das sind alles Treffer. Aber So. jetzt müssen wir auch noch 5 machen, ne? Bitte. Nicht eine! What the... Verdammt. Pin geht hoch. Wir sind bei 3. Aber Gott sei Dank stehen die Kameraden noch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. Ganz ehrlich, ich auch nicht. Okay. Ja. Sehe ich mal direkt Nächster Würfel. den nächsten. Aber du hältst mich schon ganz schön gut auf. Hier hast du deinen nächsten Würfel. Ja. So, ich habe einen Würfel bekommen. Ich werde den Leutnant aktivieren, praktisch mich wieder zu erkennen geben. Wir haben hier die Nummer 6 und er hat die Nummer 6 und bekommt einen Advance-Befehl. Und versucht hier seine Kameraden mit zu unterstützen, den er hier vorsprintet. Und das Feuer auf die Fallschirmjäger eröffnet. Alles klar. So, wir haben eine Distanz, wir haben beide eine MP von 7, das heißt, es ist lang. Du hast keine Deckung, So sieht's aus. dann ist das die 3. 4. Die 3? Du hast eine Sturmwaffe. Ach, schon die Sturmwaffe, richtig. 3. Ne, die 4, wegen lang. Ach so. Wegen lang Entschuldigung, ja, Vier, du hast recht. Einer. Das ist schon mal ein Pin. Und wir haben natürlich Veteranen. Und es ist wieder die 1, also nur ein Pin für die Fallschirmjäger. Zack. Mäh, mäh. Ja. Und wieder eine Einheit, die sich zu erkennen gegeben hat. Grün. So, Der Sniper feuert auf die Truppe, auf die Pioniere. auf die Pios. Ja. Jo. Aber Bin als gespannt. Sniper, weil es sind ja mehr als 12. Also kann ich snipern. Mhm. Oh. Und? Aber 4 Pins. Ja, das ist schon heftig. So, der Panzer wird sich bewegen. Macht eine 90-Grad-Bewegung. Nicht ganz 90, aber in etwa. Und fährt einfach hier ein bisschen vor. Und ich werde mal das MG benutzen auf Point Blank. Ach, der hat ein Koaxiales? Ja, Ja, dann. Hau mal rein. das heißt auf die 3. Ich schieße auf die Pioniere, hatte ich gerade gesagt. Ne? Ja. 4 Treffer. Auf alle Fälle schon mal der 5. Pin. Einer tot. Und ein Toter.
So, dann muss wohl hier noch ein Gewehrschütze gehen. Ja, Pin hast du hochgemacht? Ja. Okay. Ich hoffe nicht, dass du in der nächsten Runde den ersten Würfel kriegst. Wer weiß, wer weiß. Mein wer Ted weiß. gleich weg sein. Ach na ja, aber dann erledigt es halt ein anderer Trupp. Zack. So. Einem Gewehr. Ich habe hier mich mit einem Advance nach oben bewegt und schieße jetzt mit dem Gewehr aus dem Fenster auf die Pioniere. Die Pioniere müssen sich hier übrigens zusammenziehen, weil die weiter als 2 Zoll auseinanderstehen. Ich habe mich bewegt. Es ist Point Blank, ist also die 3. Ja, super. Es zählt nur innerhalb des Würfelordens, hätte ich was gesagt. So, und... Jo, Und? das ist eine 6 und? Ah. Ja, Aber in dieser Runde sind sie auf die Hälfte geschrumpft. das stimmt. Und? Hast du gerade Showcard? Nein. Das ist jetzt der 6. Pin. Ja, dann darfst du einen Moraltest machen für deine Pios. Oh, Da bringt mir auch der Offizier 11 plus 6 ist, glaube ich, schon Ausschlusskriterium. Ah ja, gut. Die haben das Feuer natürlich jetzt auf sich gezogen. Würfel. Ah ja, warte. Hier. Dankeschön. Die haben das Feuer natürlich auf sich gezogen. Ne? Ja. Aber kannst du nichts machen. Alles klar, dann würde ich sagen, sind wir durch mit Ja. der zweiten Runde und schon in der dritten. Genau. Nein, das geht heute aber schnell. Jo. So, Runde 3. Runde 3 steht 1:1. Ja. Und der Deutsche. Okay, was mache ich? Ich werde erstmal den Offizier in Sicherheit bringen. Willst du fliehen, du Feigerwicht? Ja, das will ich. So, ich bin ja noch im Häuschen. Das bedeutet, ich klettere jetzt hier hinten aus dem Fenster raus. Guck mal hier, ein Verbisser. Wo steht er ungefähr hier? Und das ist es halt, ne? Wir müssen ja nicht alles sofort opfern. Nein. Ich denke, das war die sinnvollste Aktion, bevor alles wieder auf mich drauf schießt. Ja, dann. Ich zieh mal. Das ist eine gute Idee. Nochmal grau. Was graut so grau? Ja, du könntest hier hinten versuchen, entweder meine Jungs hier hinten zu beschießen. Oder du könntest natürlich hier durch den Spalt schießen auf den Sniper. Allerdings würde ich dann nur mit harter Deckung, glaube ich, machen. Aber hier ist auch harte Deckung. Also im Grunde genommen kannst du dir das Ziel deiner Wahl jetzt aussuchen. Tja, weißt du was? Ich mache hier einfach einen Ambush. Oh, das ist auch eine gute Idee. Schauen wir mal, was da noch so passiert auf dem Schlachtfeld. Genau, dann zieh mal den nächsten. So, dann bist du dran. Alles klar. So, ich werde den Tetraich mal vorschicken ein kleines bisschen. 9 Zoll nach vorne. Das heißt, ich bewege mich ein kleines bisschen. Und werde dann 9 Zoll nach vorne fahren. Möchtest du... Ach nee, du hast gar keinen Ambush an deinem... Du hättest Ambush übrigens auch liegen lassen können. Ja. So, und da ich deinen Offizier sehe, durch das Gebäude, wir hatten ja gesagt, wir machen Line of Sight, schieße ich mit MG auf deinen Offizier. Wir haben eine Entfernung von 8, das heißt, ich habe wegen der Bewegung die 4, harte Deckung 5, 6. Ja, und kleines Team. Und kleines Team, sind wir bei der 7. Mal gucken, ob ich so viel Glück habe, wie du das immer hinkriegst. Ich hoffe nicht.
So, ich habe schon mal 3 Sechsen. So, und rechnerisch Könnte eine wenigstens könnte dabei eine sein. dabei sein. Ups. 50-50. Ja, Ja, ein Treffer haben wir. Und die 5? Ach, leider nein. Aber es ist ein Pin. Better Sendopting. Ja. So. Ja, dann geben wir dem Goliath ein Ambush. Christian hat den nächsten Würfel. Einen grünen. Und ich werde meinen Sniper advancen lassen. Hier an die Hausecke. Dann löse ich hier mein Ambush. Alles klar. Und danach werde ich dann auf dein Team da oben mit dem Sniper schießen. Okay. So, LMG hat kurze Reichweite. Es sind 12,5 Inch. Dementsprechend kannst du auf die 5 schießen. Hast du hier nicht 6. Gewicht? Kleines Kleines Team. Team. Stimmt, du hast recht. Das ist jetzt der Unterschied zu den Fallschirmjäger vorhin. Aber wir haben eine. Ein Treffer, gibt es auf alle Fälle einen Pin. Und. Nein. Dann haben wir noch 4 Gewehre. Eine 6. Da müssen wir nochmal würfeln. Ja, Nix. Ein Pin. sollen sie kriegen. Sollen sie kriegen. Zut. Da ist der Pin. Das Dann heißt kannst- aber, ich kann jetzt auch auf die 4 schießen, weil Jetzt auf die 4. der Pin. Aber das mache ich direkt mit der Kamera in der Hand. Nein. Ach, guck mal, der Pin hat es ausgemacht. Der hat's ausgemacht, richtig. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir den nächsten. Den Würfel hast du schon hingelegt bei denen? Nein, kommt noch, warte. Er ist immer mit der Kamera in der Hand ein bisschen schwierig. Cognac rumliegt. Dann hast du nämlich direkt den nächsten. Und dann Okay. Nehme ich mal hier die Macht. Genau, den Stäbelchen. So, die Jungs haben schon. Ne, die liegen im Ambush. Ne, du hast. die habe ich jetzt gelöst. Genau. Genau, Kannst du den umdrehen. Ambush auf Feuer drehen. Und dann kann ich nämlich mit denen auch rennen. Erstmal checken. Nee, Die werden jetzt wahrscheinlich nämlich im Moraltest verkacken. Es gibt immer diesen Moment. Oh, nein! Sind ja wieder dran. Sie kriegen es hin. Gehen wir mal aufs Ganze. Wo? Wofür sind Fallschirmjäger da? Zum Fallen. So, Christian hat einen Würfel, aktiviert den Offizier und macht ein Snap to. Snap to Action. Einen Für diese Einheit, genau. genau. Einen entsprechenden Würfelwurf. Ist eine 10, ist eine 11 und da der Offizier in der Nähe ist, haben wir die 10. Ja. Passt. So, dann werde ich die Jungs hier rüber schicken. Genau. Ins Gebäude rein muss ich mit dem rangehen, ne? Ja. Genau. Ich sag mal, tu. Und dann kannst du noch dein Offizier. Genau, der rennt in dieses Haus. Ja, der rennt nicht in dieses Haus, der rennt an das Haus. Ist noch da. Zack. Weil ich muss mich ein bisschen bewegen. So, Christian hatte einen Würfel bekommen und hat jetzt hier diese Einheit, die hier drüben stande,
hier in das Gebäude ranlassen. Genau. So. Der nächste Würfel ist ein deutscher. Deutscher Würfel. So, wir haben noch die Waffen-SS und die Osttruppen. Und die Osttruppen werde ich einmal aktivieren. Ja, Die Osttruppen wurden aktiviert. die Osttruppen wurden aktiviert. Wir haben sie auch endlich gefunden. Richtig. Sie befinden sich in diesem Haus Genau. und geben sich erstmal zu erkennen. Und sind hier munter in dem Häuschen verteilt. Ich muss jetzt halt nochmal hier so in diesen Etagen verteilen, weil sie sonst nicht passen. Weil So. wir erinnern uns ja, pro Öffnung in einer Hauswand 2 Figuren, die schießen können. Richtig, genau. Das sind Drückeberger. Das heißt, die müssen jetzt, wenn sie einen Befehl von mir bekommen, erstmal einen Moraltest machen. Das sind Unerfahrene. Und ich glaube, jeder Pin zählt doppelt? Ja, aber ich habe erstmal keinen Pin. Nein, aber das kommt sind ja die, noch. ne? Genau. Jetzt erstmal in dieser Situation müssen sie ganz normal einen Moraltest machen. Den Und sie den auch wir sofort auch verkacken. Osttruppen halt, ne? Die haben schon mal keinen Bock. Gab's da nicht eine Regel, in dem du da Feldgendarmerie oder sowas dabei stellst? Die heben, glaube ich, die Striker-Regel auf, ne? Die können das machen, richtig. Stimmt, das hattest du das letzte Mal. Genau, auch im Häuser. Wollte ich gerade sagen, ne? Wolltest du Genau. das doch so spielen, richtig. Ja, genau. Ja. Also, ihr seht, Leute, was habe ich falsch gemacht? Keine Feldgendarmerie mitgenommen. Ja gut, okay. Dann hocken sie da und Christian weiß Bescheid, wo sie sind. Naja. So ist das. So, dann haben wir noch 2 Würfel. Und es ist ein Grau. Grau. Ja gut, die Waffen-SS, das ist natürlich hier meine Feuerwehr. Bibu, 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 bibu. Bleibt natürlich noch versteckt. Die aber in der 3. Runde immer noch nichts gemacht haben, deswegen, naja. Der letzte Würfel ist ein meiner. Und dann würde ich sagen, werde ich mal zusehen, dass ich den Artillerieschlag auslöse. Hiha! Ja dann. Ja, den werde ich mal, ich sag mal, hier irgendwo im Gebäude platzieren, damit ich da entsprechend vielleicht was erwische. Ich übergebe dir mal die Kamera. Ja. Ich benutze hier mal so einen japanischen Würfel, der hat so einen schönen Einschlagskrater. Und setze den einfach mal so hin. Okay. Ja, das kann ihr auch sehen. Genau. Jo, hast du denn da noch was jetzt? Nee, das war's. Damit ist die 3. Runde. Ja, dann kann ich jetzt noch überlegen, ob ich jetzt noch Ambush lösen möchte. Ich gehe nochmal in mich und ja. Wir haben gerade den Artillerieschlag ausgewürfelt. Mein riesengroßes Würfelglück zeigt eine 1. Dementsprechend muss sich der Punkt jetzt um 3W6 zufällig bewegen. Wir benutzen den guten alten Artilleriewürfel und 3W6. Hier ist der Einschlag. Genau, ich würfel erstmal die 3W6. Wir sind bei 7 Zoll. In welche Richtung? In diese Richtung. Direkt geradeaus. Bewegst du ihn? Ja. Hier? Ja. Und da kommt er an. So, dann würfeln wir mal wie viel. Das ist W6 plus 6. Oh. 7 Zoll Reichweite, also Radius. Ja, und dann gucken wir mal, was alles dann drin ist. Auf alle Fälle hat es das Gebäude hier schon mal gerade zerrissen. Da ist irgendwie was von der Granate abgesprengt worden. Genau, dein Offizier ist noch genau drin. Ja. Und diese Schreiger-Typen, Osttruppen,
Ja, ich würde sagen auch. Die sind drin. Und leider auch hier in diesem Gebäude die Waffen-SS. Ich war nämlich vorhin noch an der Überlegung, ob ich die da rausnehmen soll, aber Hättest du gemacht, weil am Ende der Runde hast du schon gehört. ja. No risk, no fun. No risk, no fun. So, ich stelle sie schon mal hier hin. So, nochmal als Beweis. Ich nehme das mal eben weg. Seht ihr hier diesen Zettel mit der Nummer? Ja, ich habe ja sowieso nur noch einen draußen. Von daher ist Wollte gerade klar. sagen. Von daher ist klar. Ja, dann würde ich sagen, Ja, dann, ja. lasst die Würfel sprechen. Pin mal, zerstöre mal, was auch immer. Whatever. Fangen wir mit dem Offizier an. Der hat ja schon hier. Genau, der Offizier. Hab eine 5. Nee, das sind nur Achso, 6. ist er ja. Ja, genau. Ist er erstmal. Genau, eine 5. Die Ostruppen. Truppen. 2 ist eine 2 Und eine 3. Sind alles nur Pins, aber Pins sind besser. Dann noch Pins sind schon mal übel. So, wir haben eben kurz die Pins ausgewürfelt. Die Ostroben haben 2 Pins, was praktisch gesehen 4 Pins bedeutet. Die Waffen-SS klimpflich davon gekommen, nur 2 Pins, und auch der Offizier hat nur 2 Pins. Deshalb kann ich mich jetzt nicht beschweren. Alles klar, dann ziehe ich mal den ersten Würfel. Ja. Der Deutsche. So, der Deutsche, der feige Wicht, macht mit seinem ersten Würfel ein feiges Manöver. Genau, Er schießt Feuer. ins Haus hinein. Genau. Ja, ich habe auch diesen Moraltest bestanden, habe den Pin um 1 reduziert. Genau. Und ja, habe im Prinzip Point Blank, wäre jetzt also die 2. Ich habe aber einen Pin, wäre die 3. Und du bist in harter Deckung, wäre die 4, 5. Ja. Richtig? Habe ich das Genau. vergessen? Nö. Und down möchtest du nicht gehen. Also 4 MP-Schüsse. Keine 5. Strike! So ist es. That's the way it goes. Kann man nichts machen. Komm, jetzt sieh mal selber dein Glück. Grau. Sag ich doch. Tja. Was machen wir? Was machen wir? Die Streiger sind auch hart gepinnt mit 4. Nein, 2 Pins. Ja, Aber 2 Pins sind 4. die sind 4. Ja. Würde schon wieder fast bedeuten, ich müsste einen Rallye-Befehl machen. Komm, dann machen wir mal hier die Den Heeres. die Heerestrupp, den machen wir mal auf Ambush. Nächste Würfel. Grün. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, bewegen sich meine Truppen hier ans Fenster ran. Mhm. Zip. Zip. Schießen raus. Und schießen raus. So Okay. sieht's aus. Verdammt, das reimt sich. Das sind auch 5 Mann. Ja, Jeder kann ich gebe schießen. dir mal den Ja. Dingbong. 2 Schuss Gewehr Ja. auf Point Blank. Du musst noch Die ein 3. kleines Team nehmen. Ja, stimmt. Ich habe mich bewegt, dementsprechend die 4. Point Blank ist die 3, kleines Team ist die 4. Hattest du nicht auch MPs? Ja, aber die kommen gleich. Ach so, Das ist die okay. Sind aber 2 Treffer. Und jetzt kommen die MPs, die treffen auf die 3. 3, ja. Sind natürlich wieder 2 Einsen dabei. Gut, ich will mich nicht beschweren, 6 Treffer. Auf die 5. Ja. Ja, das war's. Der Offizier Muss gehen. hat es geschafft. Hier hast du die Würfel. Merci. Und wir sind wieder eine Einheit ärmer. Trink einen drauf.
Die Drückeberger hier haben gerade versucht, in Ambush zu gehen, aber leider haben sie den Moraltest vergeigt. Richtig. Dementsprechend sind sie down gegangen. Der nächste ist ein englischer Würfel gewesen und ich mache ein Snap to Action mit dem Offizier und dem Tetraich. Der Tetraich wird vorfahren und wird mit der Haubitze auf die SS schießen. Das heißt, das mache ich mal ganz einfach so. Ja, dann. Die sind ja in dem Gebäude. Jo, alles gut. Mach das mal. Dann machen wir das. Der Offizier wird ganz einfach bis hier vorne hin laufen und auch mit seiner MP in Deckung bleiben, aber auf die Jungs schießen. Genau, das mache ich zuerst. Kann ich nicht, weil ich habe ein Gebäude betreten. Fällt mir dann ein. Stimmt, da kannst du, genau, kannst du nichts machen. Ich das immer sehr gerne. Den musst du einfach jetzt da hinstellen, den Order-Dice. Aber der Tetrasch kann ja mal schießen. Genau, ich habe mich bewegt. Ja. Das ist kurze Reichweite, kein Point Blank. Dementsprechend haben wir die 4. Das ist die 2. Okay. Dann hast du den Order-Dice noch hier für den Panzer? Okidoki, dann der nächste Würfel. Grau. Ja, ich guck mal, was ich mache. So, wir fassen kurz zusammen, da der Akku ein bisschen schlapp gemacht hat von unserer Kamera. Wir fassen einmal zusammen hier. Der Tetraich hat ja mit der Haubitze geschossen auf die Waffen-SS im Gebäude. Das habt ihr ja gesehen noch. Danach hat der Forward Observer auf die Shrieker im Haus geschossen. Der Sniper hier hat auf die Jungs hier in dem Haus geschossen, hat aber leider auch nicht getroffen. Hier vorne sind meine tapferen Paratrooper in das Gebäude gelaufen. Dabei wurden sie durch einen Ambush getroffen. Ein Mann ist dabei leider gestorben und sie haben einen Pin bekommen. Die Kollegen, die hier vorne im Haus standen, im unteren Bereich, sind aus den Fenstern gejumpt und sind an den Brunnen rangerannt. Und das war's. Das war's. Genau. Genau. Runde 4 ist rum. Ja. Und dementsprechend werden wir jetzt mal zusammenräumen. Bis gleich. Der erste Würfel ist ein britischer. Ich aktiviere den Tetraich in der 5. Runde und schieße wieder auf die Waffen-SS, solange die noch stillhalten. So, ich bin stehen geblieben. Es ist immer noch kurze Reichweite meines Erachtens, weil die hat sich leider nicht verringert. Dementsprechend schieße ich auf die 3. Ja. Wieder die 2. Das hat man doch vorhin schon gehabt. Ja, er möchte. Da sitzt der Sniper am Abzug. So, der nächste ist auch ein britischer. Ich versuche hier mal die Waffen-SS ein bisschen zu behaken. Dementsprechend laufen die Jungs hier mal Richtung Haus und schießen auf die Waffen-SS. So. Alles im Point Blank. Ja. Sieht es mit dem Sicht so aus? Können die alle dann so sehen? Die meisten sehe ich mit den Jungs. Okay. Also hier sehe ich die, mit denen sehe ich die alle. Die können da voll reingucken. Also ich würde jetzt mal sagen, okay. Sicht ist gegeben. Allerdings schieße ich über ein Hindernis drüber weg, das ist genauso wie hier. Ne? Das, ja, eben. Also die Deckung kriegst du trotzdem. Also es geht jetzt nur darum, wer alles schießen kann. Schießen können alle, aber die Deckung kriegst du. Ja, bis zum Gebäude ist ja Point Blank, dementsprechend schieße ich auf die 4, 5, 6 mit den Sturmwaffen auf die 5.
Das heißt, ich schieße mit den beiden Gewehren auf die 6. Nein. Und mit den MPs auf die 5. Nein. Nix. Nothing. So, Christian hat den nächsten Würfel. Achso, du musst erst nochmal einen Test machen. Stimmt, die Jungs haben ja einen Pin. Ja, die mit Sicherheit schaffen. Ja, ich habe schon Pferde brechen sehen, aber mit einer Doppel 1. Wir sind sehr motiviert. Glory, Ja. Glory, Halleluja. Okay, also ab in den Nahkampf. Sie stürmen praktisch das Treppenhaus hoch zu den Deutschen, die sich in der obersten Etage befinden, und gehen in den Nahkampf. Da kann ich auch kein Abwehrfeuer machen. Und Christian schlägt ja erstmal als Angreifer zuerst zu. Genau. Du hattest auch MP-Leute, glaube ich. Genau, ne? richtig. Das heißt, bei einem Treffer können die noch einen zusätzlichen Schlag so austeilen. sieht's aus und ich habe einen Mann mit einem Gewehr. Da leih ich mir mal die australischen Jo. Würfel. So, es sind reguläre, das heißt, auf die 4 werden die Jungs da oben gekillt. Das gibt's nicht. Das ist aber ein richtiger Kackwurf. Ja. Also wenn ich jetzt diesen Nahkampf gewinne, das ist ja wirklich... Ich nehme das schon mal weg. Was habe ich denn jetzt? Ich habe ja noch alle da, das 7 Mann, ne? Genau. Ich habe aber keine MP. Du brauchst nur eine 5 Würfel. Jo. Ja, das muss man erstmal schaffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also das wäre wirklich bitter gewesen. Oh ja, jetzt sind sogar 3. Tut mir leid, Christian. So ist das Leben. Ja. No risk, no fun. Gut, dass deine Jungs nicht Fanatics sind. Das sag ich dir. Sonst wird noch einer stehen. Ja. Aber ich meine, diese Chance, klar, hätte ich auch so genutzt. Ja, was willst du machen? Ich muss dich ja irgendwie aus den, Ja, aus den Dingern rauskriegen. Richtig, Ne? ne? Der nächste Würfel ist ein Deutscher. Ja. Also überleg mal. Tu ich. Wir haben nach dem Nahkampf hier vorne einen Schusswechsel noch gehabt. Die Einheit hat nach dem Nahkampf hier auf meine Engländer geschossen. Ein Gewehrschütze ist dabei auch ums Leben gekommen. Danach hat der Deutsche den nächsten Würfel bekommen und die Waffen-SS aus dem Haus gezogen. Wir sind jetzt hier im Nahkampf. Ich konnte kein Abwehrfeuer geben, da ich mich schon bewegt habe und geschossen. Dementsprechend werden wir jetzt mal schauen, ob deine Fanatikregel funktioniert. Ja, Du schlägst zuerst zu. richtig. Ich habe 7. Entschuldigt die Fahrzeuggeräusche, aber ohne offenes Fenster geht's leider hier nicht. Nee. So, wir haben 7 Kameraden in Summe. Einer davon ist ein MP-Mann, das ist der weiße Würfel. Du bist Veteran, ich muss dich praktisch auf die 5 killen. Der fällt Ja. schon mal raus. Brauchst Ich du hab gar nicht mehr weiter würfeln. 4 Es sind 4 gekillt. Stück, weil es sind nur noch 4. Es sind nur noch 4. Ah ja, einen hatte ich auch ausgeschaltet. Einen hattest du ausgeschaltet, also dementsprechend ist auch diese Einheit abgewehrt. Ja. Die Waffen-SS formiert sich noch neu. 2 Zoll. Dann schauen wir mal, wer den nächsten Würfel bekommt. Ja. Oh, der Engländer. Logische Konsequenz. Christian versucht das Feuer zu eröffnen aus dem Gebäude. Genau, Gewehre sind in kurz, die MPs sind leider alle lang. Das heißt, auf die 4 die MPs. Schmeiße ich meinen Würfel wieder da rein, ich doof, Mann. Ja, ich bin halt noch 2 Zoll zurückgegangen, um das noch ein bisschen zu verkürzen, weil ich mir das halt schon gedacht habe. So, 2 Gewehre und 6 mal die MPs. Die MPs auf die 4. Nicht so viel. Die Gewehre auf die 3. Ja, das sind 4 Treffer. Auf die 5 zum Töten. Einer. Kannst du picken? Ist da was Wichtiges drin? Ja, nur der NCO halt mit MP. Ne? Also ein Gewehrschütze raus und ein Pin. Hast du ja. Alles klar.
Grau. Deine Striker sind, glaube ich, noch. Nachdem wir ja hier den tollen Nahkampf erlebt haben, wo die Waffen-SS meine Jungs weggefetzt hat, habe ich auf die geschossen. Ein toter SS-Mann. Aber ja, die Truppe steht immer noch. Sagenhaft, die Jungs. Mein Forward Observer hat wieder auf die Striker geschossen. Die Striker haben einen Rally gemacht. Und mein Offizier hat noch auf die Waffen-SS geschossen. Der hat aber noch nicht mal getroffen. Und hier hat sich der Sniper ein kleines bisschen bewegt und hat auch nochmal auf die Waffen-SS geschossen. Der hat getroffen, dementsprechend ein Pin verteilt. Wir sind am Ende der 5. Runde und ich glaube nicht, dass ich dieses Spiel irgendwas reiße, aber es macht total Laune. Ja, eben, genau. 6. Runde. So, wie ihr erkennen könnt, die Waffen-SS hat einen Down-Würfel. Das bedeutet nichts Gutes. Ich musste down gehen und Christian hat jetzt die Initiative. Er hat seinen Offizier aktiviert und macht natürlich einen Snap to Action Genau. mit den Kameraden hier in dem Gebäude und die versuchen wahrscheinlich jetzt auf die Genau, die werden auf Yogis die zu schießen. Waffen-SS schießen. Ich habe mich nicht bewegt. Ja, Lange Reichweite für die MP und du bist down, sind die 6. genau. Nein, nein. So, das gleiche mache ich mit den anderen Jungs. Die 2 Gewehre, die ich habe, sind natürlich nur auf die 5. Nein, ja, passt nix. Und die 3 MPs, die ich habe, auch wieder auf die 6. Ja, da ist doch der Pin wenigstens. Und kein Toter. Okay. Pin geht hoch, haben wir nochmal Glück gehabt hier, zumindest in dieser Situation. Genau, ich muss den zweiten Würfel noch eben ausziehen. Und ziehe direkt den nächsten. Oh, schon wieder der M. Dann würde ich sagen, schieße ich mit dem Tetra ich doch gleich mal hier auf die Striker. Mal gucken, ob er jetzt was trifft. Ich würfel erst, bevor wir rechnen. Ja, der trifft. Sehr gut. Kurze Reichweite auf die Wand, hätte ich fast gesagt, trifft. So, da das eine 2 Zoll Schablone ist, hat das W6 Treffer in Gebäuden. Dementsprechend kann ich leider das Gebäude nicht zum Einsturz bringen, auch wenn es nur noch eine Ruine ist. Ein W6 Treffer wird daraus generiert. Das sind 2, okay. 2 mit DSK plus 2 und die zusätzliche Deckung vom Gebäude wird nicht benutzt. Dementsprechend haben wir einen Toten. Und das ist nicht der einzige. So, dazu kommen noch W3 Pins. Einer. Also maximal scheiße gewürfelt. Ja, wie war das? Eine Einheit, ne, ist immer so. Ja, der Tetrach ist heute mein Sniper. Ja, genau, ne? Irgendwie schon. Egal. Wir spielen ja zum Spaß. Richtig. Gelingt heute überall nicht so Der wirklich Deutsche. alles. Ja, schauen wir mal, was wir hier treiben. So, die Kameraden hier oben haben nochmal auf den Sniper-Ionen geschossen und konnten nur einen Pin verteilen. Christian zieht den nächsten Würfel Das ist ein englischer. und ist ein englischer Würfel. Genau, ich schieße mit dem Sniper direkt da auf den alten Fregel, der mit seinem MG auf mich schießt. Ja, mal gucken, ob er jetzt nochmal 4 trifft. Ah, Moment. Erstmal gucken, ob er ja, noch darf. checken. Ja. Ja, Ja. der Pin ist weg. Trifft. Ja, und Verwunden muss ich Vier. noch. Sekunde. es ist ein. Nein. Aber ein Aber Pin. ein Pin. Warte, ich bringe Gut. direkt mit. Okay, dann ist der auch abgefrühstückt. Musst du da den Würfel noch hinlegen? Ja. Dann ist ja nicht mehr so viel. Wahrscheinlich noch 2 oder 3 Würfel maximal. 2, 3 Stück. Mhm. Ein Deutscher. Deutscher, gut. Dann haben wir hier die Strikers. Aber wir werden jetzt einfach mal unseren Goliath aktivieren in der letzten Runde. Den Goliath. So, der Goliath wurde aktiviert. Die 1. Die 1? Unter der Geschützstellung, genau.
Ich wollte erst sagen unter dem Bunker, aber das ist ja kein Bunker. So, diese Kameraden machen jetzt einen Advance über die Sandsackstellung. Und aktivieren ihren Goliath Go, Goliath! Go, in diese Richtung. Maximal Reichweite 18 Zoll. Oh, ein paar Sticker sind 12, ne? Ich weiß gar nicht, was sie für Geräusche macht. So, kommt an sein Ziel an und möchte explodieren. Bei einer 5 oder 6 explodiert das Gerät. Alles andere ist für die Katz. Nein! Miau. Ausfall. Steuerung. Was ist denn bei den anderen? 1 bis 3 ist Ausfall und... Passiert einfach nicht. Das Ding geht kaputt. Also es explodiert auch nicht oder irgendwas. Es ist einfach dann ein Fehlschlag. Es ist praktisch eine Einmalwaffe wie die Panzerfaust und hat dann praktisch nicht getroffen. Du kannst die Einheit jetzt ganz normal weiter spielen, aber du kannst halt keinen Goliath mehr aktivieren. Ja, alles klar. Und was macht das für einen Schaden, wenn man den wirklich auslösen kann? Plus 7. Und es steht halt explizit drin im Gebäude, wenn das Ding explodiert ist, sind alle Einheiten im Gebäude tot. Ups. Ja, so steht es halt drin in den Regeln. Das heißt, der macht noch nicht mal nur ein 4 Zoll Schablone, Richtig. sondern der macht wirklich Genau. kaputt. Angenommen, du haltest mehrere Einheiten in dem Gebäude, werden alle Einheiten kaputt. Ja. So definiere ich die Regel halt. Das steht explizit da. Alle Alles Einheiten. Und was kostet die Einheit? Gut, ich habe es jetzt noch als Veteran ausgerüstet. Müsste man jetzt auch nicht unbedingt, aber ich sage es dir. 81 Punkte. Das sind Okay. 3 Mann. Und der NCO hat auch noch einen Submachine Gun, das hätte ich jetzt auch nicht ausrüsten müssen. Mhm. Also geht, aber ist halt ein 50-50-Ding. Ja, gut. Wenn man ihn natürlich als, sage ich jetzt mal, regulär ausstattet und wirklich nur darauf hofft, dass das Ding in die Luft geht, ja, okay, ist natürlich heftig vom Preis her, aber wenn das Ding wirklich zuschlägt, Also du kannst dann ein Haus im Stadtkampf halt zu Asche machen dann. So Mhm. gesehen. Also Genau. zumindest die Einheiten, die drin sind. Weil wenn du jetzt zum Beispiel in der Geschichte, wir haben ja mehrstöckige Häuser, tendierst du vielleicht dazu, mehrere Einheiten reinzupacken, so wie hier ja, ja, kann das schon sehr gefährlich werden. Und du löscht dann halt alle Einheiten aus. Dann. Kann man mehrere mitnehmen oder ist das auch begrenzt auf einen pro? Also soweit ich Platoon. jetzt, ich habe ja jetzt eine offene Liste gespielt, da konnte ich die jetzt nur einmal spielen, aber könnte mir vorstellen, dass es Listen gibt, wo du vielleicht auch ein zweites spielen könntest. Alles klar. Weil es läuft ja als Anti-Tank-Waffe. Ja, ja, genau, Muss man richtig. gucken, ob man dann 2 Slots hätte irgendwo. Dann könntest du wahrscheinlich einen zweiten mitnehmen. Müsste man mal gucken. Alles klar. Ja, das war mal interessant. Danke für die Info. Jo. So, mein letzter Würfel war der Observer. Der hat wieder auf die Striker geschossen, hat natürlich nicht getroffen. Dein letzter Würfel, was machst du? Ich bin einfach nur in den Ambush gegangen, müsste dafür aber bei den Schreigern natürlich noch würfeln. Die haben ja sowieso einen Pin, aber die müssten ja so oder so würfeln. Ja, ja, du hast deine Mission ja so. Nach. Ding, ding, ding. Außer ihr seht, Leute, ne, also die Osttruppen, ja, da müsst ihr Sind euch immer sehr was grenzwertig. einfallen lassen, Genau. Ja, damit würde ich sagen, ich habe keiner der Sektoren geklärt. ja. Richtig? Aufgeklärt habe ich alle Einheiten, dadurch, dass du dich erkenntlich gezeigt hast, hätte ich fast gesagt. Nein, dass du dich entdecken hast lassen. Ja, dann würde ich sagen, wir räumen ein bisschen auf und kommen zum Fazit. Jo. Wir fangen jetzt einfach mal an. Genau, Im Dunklen ist gut munkeln. so sieht's aus. Ja. Ja, wir sind beide diesmal nicht sehr gut vorbereitet. Wir haben uns aber auch sehr, sehr, sehr kurzfristig getroffen. Ja. Im Grunde genommen haben wir gestern verabredet, dass wir heute spielen wollen. Richtig, genau. Genau. Und ich habe vergessen, hier unseren Scheinwerfer aufzuladen. So wie ich die Kamera, dementsprechend hatten wir auch leichte Aussetzer. Aber egal, ja, ist mal so. Richtig. Ja,
War ein cooles Spiel, oder? Ja, definitiv. Ich hatte zwar keine Schnitte, weil dieser Stadtkampf einen unwahrscheinlich verlangsamt. Und sobald auch nur eine Einheit kommt, man ja sofort versucht, diese Einheit erstmal da rauszufischen. Und das auf der kleinen Platte. Wenn man mal jetzt bedenkt, es ist ja nur eine 4x4 Platte. Richtig, Ja? genau. Aber trotzdem, wie gesagt, es hat total Spaß gemacht. Ja. Ich meine, funktioniert so, dein Auftrag hat er ja schon irgendwo. Ne? Aber du halt sagtest, wenn du eine Einheit halt aufgedeckt hast, hast du ja den Anspruch oder hast du ja das Ziel gehabt, die auch irgendwie zu vernichten. Ne? Weil das ja nur die einzige Möglichkeit ist, Punkte zu generieren. Ich muss dich aus den Zonen rausbringen oder muss deine Einheit, schräger und muss deine Einheit ja töten, um Punkte zu generieren. Ja. Wenn ich das nicht tue, habe ich Pech gehabt. Und ich konnte auch nicht immer die Deckung ausnutzen, weil ich muss ja eigentlich nach vorne gehen. Richtig. Ne? Also das ist schon eine relativ schwierige Sache. Es hat ein bisschen was von einer Anlandung. Ja. Ne? Wenn man das mal so ein bisschen Schon, ja. vergleicht. Ich komme übers offene Gelände mehr oder weniger und versuche dich aus deinen versteckten Positionen zu kriegen. Ja. Aber ja, nee, es hat definitiv Spaß gemacht. Eine gute Einheit, möchte ich mal sagen, habe ich dieses Mal nicht gehabt. Also irgendwie hat sich keiner meiner Einheiten richtig gut angefühlt diesmal. Nee. Hier vorne auf die Pioniere musste ich ja auch 6-mal schießen, bis ich die weggekriegt habe. Also die waren ja Der bestimmt Tetraich hat extrem. einmal eine Wand getroffen, also ich weiß nicht so genau, das ist ja auch eine reguläre Einheit, den darf man ja nur maximal regulär einsetzen. So semi, ne? Ich finde den Tetraich total super, ich finde dieses Modell toll, aber wie gesagt, er hat nicht getroffen. Nee, klar, er kann ja auch nicht mehr machen. Nein. Da hast du die Option, der hat ja keinen Bug MG, ne? Nein, der hat nur Du hast Glacialis mit der Kanone, dann kannst du ihn in 2 Varianten kaufen. Entweder mit einer leichten Pack oder einer leichten Haubitze. Ja. Und die leichte Pack kannst du noch mit dem Little John Adapter versehen. Die kostet 15 Punkte. Wo du dann ja auf der langen Reichweite, glaube ich, keinen Abzug auf den Durchschlag bekommst. Genau. Ja gut, also hast du ja praktisch immer die Qual der Wahl. Koaxial halt, nimmst du das MMG Ja. oder nimmst du die Hauptbewaffnung. Was anderes wäre es jetzt zum Beispiel, oder was den Kampf stärker machen würde, wäre, wenn du noch einen Bug MG hast. Ja, Und dann hast definitiv. du halt immer 2 Waffen und das wäre schon mal deutlich stärker jetzt hier in dem Kampf. Weil so ist es halt immer 50-50, triffst du oder triffst du nicht. Und wahrscheinlich tendiert man doch schon immer eher lieber das MMG zu schießen. Ne? Sagen wir es mal so, gegen Infanterie definitiv. Natürlich Wenn sie ist es zumindest schon frei ziemlich sind gut draußen. eigentlich, wenn du so eine Haubitze drauf hast und schießt natürlich mit der HE-Waffe Ja. gegen Einheiten, die hier drin sitzen. Das ist auch schon gar nicht so schlecht, finde ich. Dementsprechend passt das eigentlich schon ganz gut. Haubitzen gegen Gebäude sind ja eigentlich auch mal ganz, ganz passend. Stimmt, und man Ja. muss jetzt natürlich auch sagen, haben ja jetzt hier 500 Punkte gespielt. Normalerweise hätte man jetzt auch noch so Waffensysteme eingebracht wie Mörser oder wie du schon sagtest, wenigstens eine kleine Haubitze stationär, so dass man ja immer halt versucht, Gebäude zu beschießen, damit halt der Gegner sich nicht lange drin aufhält. Genau. Ja, weil das haben wir halt jetzt hier in dem Moment. Die Einheit ist hier nicht rausgegangen. Nö. Und Ja, man die bekommt beste sie auch Sicht. so gut wie nicht raus, Genau. weil sie oben drin sitzt. Ich muss in einer Runde reinrennen und in der nächsten Runde nach oben rennen. Genau. Also deine angreifende Infanterieeinheit, die ist halt stark in Bedrängnis. Ja, Genau. das ist halt die Infanterie, die da drin steckt, hat immer einen Bonus. Und deshalb musst du ja in Kombination mit diesen Waffen spielen. Deshalb ist der Tetrasch dann nicht schlecht, ne? Aber er wäre echt noch stärker, wenn er jetzt noch einen Bug MG hätte. Also könntest du halt mehr machen. Genau. Ja, der Sniper hat, glaube ich, einmal getroffen in der ganzen Geschichte. Flamer diesmal auch gar nicht. Ja gut, den hast du mir ja relativ am Anfang sofort Ja, rausgenagelt. das war- aber im Gegensatz Ja, zu ja. deinen auch. Richtig, also, ne? ne? Das ist, Deshalb kam das nämlich auch nicht zu tragen, weil das Stimmt. war, sage ich mal, unsere einzigen Einheiten, die Häuser. zum Häuserputzen da gewesen Genau. ist. Ne? Und dann hat man halt wieder gemerkt, ne? Wenn du jetzt nur die reinen Infanteriewaffen hast, wird es schwierig. Ja, Ne? definitiv. Ich habe mir halt, wie gesagt, auch den Plan gemacht, Christian meine Einheiten schon zu präsentieren. Also ich habe nicht darauf gewartet, bis er hier überall reinrutscht, weil so hast du halt hättest du den Effekt gehabt, dass ich entweder umgangen wäre oder du hättest dich zerstreut.
dann hätte ich nämlich selber gucken müssen, wo gehe ich überall hin. Aber so hatte ich dich an einem Punkt und habe dann halt, auch wenn sie viel später erst kamen, aber die haben ihren Zweck halt erfüllt, die Waffen, es ist einfach nur eine Falle gestellt, dass ich gewartet habe, bis Christian irgendwann kommt, dass ich halt diese Fanatic auslösen kann. Das hat dann halt da funktioniert. Und der Goliath sollte das Gleiche machen. Christian hatte mir schon erzählt, dass er ihn eigentlich relativ weit vorne erhofft hat, weil du So hätte ich ihn eigentlich eingesetzt, damit man relativ für den früh, Panzer. ja, den Panzer oder auch, wenn das Ding ja in so einer normalen Einheit einen Kabum macht, ist ja auch nicht Das ist, gefährlich. naja, also laut Regeln kannst du die nicht gegen eine Infanterieeinheit schicken. Ach so, das wusste ich Das gar ist nicht. es ja. Du kannst die nur gegen Gebäude, also Einheiten im Ja. Gebäude. Und Panzer kannst du auch nur angreifen, wenn sie stationär sind. Das Okay. heißt, wenn dein Panzer vorhin eine Bewegung gemacht hat, hätte ich im Nachgang nicht mit dem Goliath dahin fahren können. Ja, das Das heißt, heißt, du hättest immer warten müssen Richtig. oder hättest halt gucken müssen, dass ich noch keinen Order Dice vergeben habe. Genau, weil Ja. es ist immer noch ein zu langsames Fahrzeug, dass er irgendwelche mobilen Einheiten hätte gefährlich werden. Ja, klar. Ich glaube, der ist sogar auch der ist nicht wirklich mit einer Funke bedient worden, sondern Ja, der ist ein Kabel. Kabel. Mhm. Und klar, das zeigt einfach, ne, dass das nicht funktioniert. Ne. Aber der ist genau dafür konzipiert, um auch festgesetzte Einheiten irgendwo anzufahren in Gebäuden und die dann halt da hochzujagen. Ne. Dafür ist er da. Mhm. Das haben wir hier in der letzten Runde halt probiert. Das ist dann 50-50, entweder hast du den Wurf oder du hast ihn nicht. Das stimmt. Ja, und der Rest, gut, Osttruppen, wie gesagt, habe ich überhaupt nichts damit bezweckt. Ich habe sie halt nur eingekauft für den zusätzlichen Order Dice, weil es eh schon schwierig war, bei 500 Punkten viele zu bekommen, viel Order Dice, weil die Hälfte oder zwei Drittel meiner Einheit war ja auch Veteran. Ja, ja. 7 Mann, größer als deine, von daher musste ich gucken, wie ich mit den Punkten haushalte. Aber so hat es funktioniert. Aber Christian hat schon recht, man hätte locker daraus 8 Runden machen müssen, dass das noch ein bisschen, ja, Ja, oder vielleicht wieder mit einem anderen Punkteverhältnis arbeiten. Aber ja, ne, das Ne? ist, ja. da muss man das Gefühl für kriegen. Deswegen, wir probieren immer gerne viel aus. Und ja, manchmal funktioniert das nicht so wie soll. Ja. Jetzt schon zum zweiten Mal, verdammt. Auch so ein Totalausfall wie bei der letzten Geschichte. Nein, definitiv nicht. Nee, wir haben ja auch fein bis zu Ende gespielt. Aber wie gesagt, es hat auch Spaß gemacht. Und mit den Sichtlinien hat mir jetzt hier gefallen. Ja, definitiv. Das war echt klasse. Ist du jetzt ausgegangen? Nein, das ist nicht ausgegangen. Das ist nur getrennt. So. Das heißt, wenn ich das wieder verbinde, dann Ja, sind wir wieder da. Das ist ich bin heute ein bisschen vorsichtig mit der Technik hier. Eine leichte Ausfallerscheinung. Vielleicht ist den Geräten hier auch zu warm. Genau, ja, genau, sind wir selber ist auch schon wieder warm. Und wenn nicht, machst du jetzt einen Schnitt und blendest irgendwelche hübschen Frauen ein, dann geht das auch. Ja, Ja. dann würde ich sagen, sind wir soweit durch Mhm. und freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr auch wieder dabei seid. Genau. Wenn ihr Ja. Anregungen habt oder sonstiges, Vorschläge, wie, was, wieso, weshalb, warum, dann gerne wieder in die Kommentare. Genau. Und wer von euch auch irgendwelche Projekte aktuell auf dem Tisch hat und uns seinen aktuellen Stand mal zukommen lassen möchte oder fertige Projekte hat, der kann uns gerne wieder Fotos schicken. Das ist immer klasse zu sehen, wie weit ihr da seid, und dann würden wir das entsprechend posten dann bei uns wieder. Genau. Falls jemand mal ganz viel Arbeit machen möchte auch mal ein Video schneiden, darf er uns das gerne auch zukommen lassen. Auch das machen wir gerne. Ja. Und zeigen das bei uns auf dem Kanal. Genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.